So, Freunde, willkommen zum Finalrennen der Southern USA Gedöns. Und ja, ich würde einfach mal sagen, Folgendes sagen. Ich probiere noch mal was aus. Einfach mal so just for fun. Nein, das nicht. Warte mal, Chromods, ne? Nein, haben wir nicht irgendwie zufällig... Ah, guck mal. 4% extra Leistung für... Das sind 9%, 7% Leistung, ne? Ich gucke nur eben mal. Ach, so ein Bremsen, extra... Grip haben wir tatsächlich nicht mehr, ne? Ich tue den mal hier rein. Ich glaube, ich kann auch nur einen davon verwenden, oder kann ich... Ja, ich kann nur einen verwenden, okay. Just for fun. Ich will mal was gucken. Ob jetzt wirklich so viel besser sind. Keine Ahnung. In diesen komischen Mods hier. So, das haben wir alles. Wunderbar. Können wir uns freuen. Auf ein Finale. Auf einer wunderschönen Strecke. In Austin. Na, mein Plan ist nicht aufgegangen. Ich wollte ihn so viel überholen wie möglich. Alter, Junge. Na, war ja mal super bisher. So, und die lange Gegengerade. Das ist eine relativ lange Strecke, lange Runde. Und dann kommt ja Infield jetzt. Infield mag ich nicht so. Wow, Alter, dieses Auto, wenn das einmal weg ist, ne, kannst du knicken, kannst du dort kloppen, ey, dann bist du weg, dann kannst du nichts machen, hast verloren. Sind wir eigentlich Vierter, sind wir? Wow. Eine sehr anspruchsvolle Strecke, wenn ihr mich fragt. Gehört definitiv nicht zu den leichtesten, aber zu den leichten. Gerade wenn du keine Traktionskontrolle hast. Wow, Alter! Alter, was bremst denn da so ab, der Idiot? Hallo, wie weit willst du noch zurück? Dieses Spiel manchmal mit diesem Zurückspulen.
Aber irgendwie wird es das gerade ein bisschen leicht, ne? Liegt das an den 7%? Glaube ich nicht. Ja, erster Mobweg mal. Voll einfach irgendwie. Woran es genau liegt, keine Ahnung. Aber jetzt haben wir noch 2 Runden vor uns. Können wir mal gucken, dass wir noch ein bisschen schnelle Runden fahren, wobei die eh nicht gewertet werden, weil wir ja eine Mod drin haben. Aber das ist nicht die GP-Streckenvariation hier, oder? Oder doch? Ich meine, im Fernsehen sahen die etwas anders aus. Aber macht Spaß. Die Strecke ist schön. Wenn man ein passendes Auto hat, natürlich nur. Hoppala. Eieieiei. Alter, beruhig dich mal, Auto. So, auf in die letzte Runde. Ach, gut durchgekommen. Das wird eine gute Runde. Wir haben richtig Vorsprung, ne? Vor dem zweiten, dritten und dann kommt nochmal eine Riesenlücke. Ich glaube, die 7% Leistung hätten wir nicht gebraucht hier, ganz ehrlich. Das war Quatsch. Naja, was willst du machen, ne?
Wow, 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 Alter. Die ganz engen Kurven mag er jetzt aber irgendwie nicht mehr so. Und das war zu weit, aber egal. Das ist der Sieg auf dem Circuit of the Americas oder Americans. Mit einer Zeit von 2:13. Neues Abzeichen freigeschaltet oder neue Abzeichen freigeschaltet sogar. Hey, hey, hey. Kein neues Level, aber BMW Level 14, sehr schön. 6. Ich gucke mal ganz kurz hier rein in die Rennergebnisse. Wir waren deutlich der Beste. Okay. Oh, ach, das war die dritte sogar. Jetzt kommt die letzte. Freunde. In der Profi-Rennstaffel haben sie erlebt, was eine reine Streckenmaschine auf dem Kasten hat. Jetzt ist es an der Zeit, ihren Reflexen restlos alles abzuverlangen. Letzte Etappe ihrer Karriere ist die Superlative des Motorsports mit den schnellsten Wagen der Geschichte auf den fortschrittlichsten Strecken der Welt. Ui, toll. Ach so. Ah, ich hätte gerne die Mitte. Wer? Ah, danke. 1,5 Millionen gespart. Schön. Dann haben wir nur noch 3 Staffeln vor uns. Das ging relativ... Naja, was heißt schnell? Über 50 Folgen. Wahrscheinlich jetzt da mit den 60, 65 Folgen. Das ist schon einiges. Und dann kommen noch die ganzen Showrennen. Here we are then. In the ultimate motorsport group. A world of impossible speed, mind-boggling forces, and the sort of hazards usually reserved for test pilots. Back in the 60s and 70s, there was no guarantee that a driver starting a race would still be around when it finished. Cars were high on speed, low on safety, and dripping with adrenaline. Thankfully, things have moved on, but with more safety comes more speed. As designers and engineers bend the rules of physics to save a micron here or a millisecond there. Everything on these machines is there, or rather not there, for a reason. Some are rolling experiments for mankind's most advanced technology, and they stretch the definition of car to its limit. Together they represent billions of dollars of investment, and they compete in the world's most famous and valuable races, from the banked corners of Indianapolis to the Mulsanne Strait at Le Mans. Jeder der folgenden Austragungsorte weiß die Besonderheiten seiner Umwelt in den Streckenverlauf zu integrieren, von verschneiten Bergen bis hin zu sonnigen Stränden. Lassen Sie sich an exotische Orte entführen und fahren Sie auf den einzigartigsten Strecken der Welt. World Championship Tour. Weltmeisterschaftstour, ja okay, da kann man... Da ist die Übersetzung einigermaßen gut gelungen und jetzt... Oh, Indica, Endurance Prototypes, Modern... Oh, wir können uns wieder einiges anhören, ne? Wir können uns alles anhören. Ich halte mal die Klappe, ich mache mich mal auf Mute und dann gehen wir hier mal ganz gemütlich alle durch. Cars like these are mostly to be found at Le Mans and other round-the-clock races where, despite giving 100% for hour after hour, they can't break down or crash. And sometimes that's easier said than done. They're called prototypes because they're not based on anything else, and because they feature cutting-edge technology. Some are even named after robots, like Audi's hybrid R18 e-tron. This is it. The pinnacle of all automotive technology. The fastest, grippiest, most scientifically serious cars on the planet. Designed by people with giant brains who take the rules of nature, crumple them up, and write new ones. This is a world where the gap between heroism and humiliation is measured in microseconds, and where phantom forces are fought by drivers with superhuman reactions. 1970s Grand Prix racing was only for the brave.
It was a time when technology sometimes overtook man's ability to tame it, a fact that was tragically proven too many times. The 1976 Grand Prix season was dominated by the title fight between James Hunt and Niki Lauda, and the battle almost cost Lauda his life. IndyCar, America's ultimate single-seater championship, in which cars must somehow remain grounded while doing 230 miles per hour on a banked oval. That makes it the world's fastest racing series. So aerodynamics is king, which is why these look unlike any other single-seaters in the world. In fact, every team must use a standard Dallara chassis, but can choose between a Chevrolet or a Honda engine. Can-Am stood for Canadian American because that's where the races happened. There were virtually no rules, so the cars were wild, dangerous, and experimental, often ridiculously so. Wings were everywhere, and some cars even had fans on the bottom to suck them onto the road. Almost all of them were made by the sort of men who, in a parallel universe, would be locked in a laboratory making Frankenstein monsters. It was the era when wings appeared at Grand Prix for the first time, when engines moved to the middle, and when Britannia ruled. The single-seat cars were light, but flimsy, and the margin between risk and reward was often way too close for comfort. But they were fast, as were the heroes who drove them, some of whom paid the ultimate price to help shape Grand Prix racing as we know it today. So, das waren alle 6 Kategorien, die wir zur Auswahl haben. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich auf jeden Fall IndyCar nehmen will. IndyCar, und wir haben jetzt, denke ich mal, insgesamt wieder 3 Touren vor uns. IndyCar werde ich auf jeden Fall nehmen. Dann Modern Grand Prix. Gut, da haben wir einen E23 Lotus, aber ist cool. Und dann weiß ich nicht. Das hier eigentlich eher nicht so. Einer von den 3. Wahrscheinlich zwischen Can-Am, weil ich die sehr, sehr interessant finde, diese Autos. Die sind einfach nur krank. Und Klassiker, 1970er Grand Prix. Ich denke mal, das werden die 3 Favoriten sein. Allerdings werden wir vorher natürlich wieder, beziehungsweise, warten Sie mal, Karriere fortsetzen. Warten Sie mal, IndyCar. Ich gehe nochmal hier rein. Wir haben jetzt die Wahl zwischen, Honda und Chevrolet war das, ne? Ich denke also, wenn wir da nicht im Kreis fahren, dann weiß ich auch nicht. Ah, krass, guck mal, 2015, alle 2015, guck mal, wie unterschiedlich die aussehen, ne? Gerade auch vom Front, ne, generell, interessant. Haben wir denn überhaupt ein Auto? Guck mal, der ist empfohlen, der nicht. Sinnlos. Ja, da müssen wir uns auf jeden Fall einen kaufen für 1,4 Millionen. Nein, wir haben ja den, wir müssen uns keinen kaufen. Wir haben einen, das ist schön. Das ist cool. Das heißt, das können wir machen, aber vorher werden wir natürlich erst nochmal einen Blick in die Schaurennen werfen, aber das dann in der nächsten Folge. Und dann werden wir uns mal wieder 1 oder 2, je nachdem wie lange sie dauern, Schaurennen widmen. Vielen Dank fürs Zusehen und es wird spannend. Es geht dem Ende zu, allerdings nur dem Ende der Karriere, dem Ende der Schaurennen. Ihr seht es selber, 18%. Das kann noch ein wenig dauern, gerade weil die Endurance auch noch dabei sind, die ich alle machen möchte. Ich möchte alle Schaurennen in diesem Projekt machen. Hier oben 100% muss nicht unbedingt sein. Das haben wir auch in Forza 5 nicht gemacht, in Forza 4 nicht gemacht, weil das dauert einfach zu lange. In Forza 4 bin ich jetzt schon fast 500 Stunden dran und bin immer noch nicht auf 100%. Also das ist etwas zu übertrieben. Aber egal. Vielen Dank. Einen traumhaften Tag noch. Bis morgen. Tschüss.